Heute sind wir hier in der Werkstatt. Ich habe den Thomas bei mir, das heisst, es geht um Piaggio. Und er ist ja Produktmanager, oder? Des Monats, des Jahres. Und er hat etwas Neues entdeckt. Und zwar geht es heute um Scheibenbremsen. Scheibenbremsumbauten. Was genau? Sehen wir gleich. Wir haben Scheibenbremsen gefunden von einem neuen Lieferant für diverse Modelle. Für hinten universal, passend auf alle Piaggio und vorne modellspezifisch. Und jetzt werden wir das heute mal an diesem Piaggio-Seite testen und schauen mal, ob das so passt. Togo ist da sowieso der Padron von dem Bude sein. Der hat noch ein bisschen Liebe nötig, so wie er aussieht. Solltest du mal ein bisschen Mühe geben. Und ja, wie er gesagt hat, wir gehen für hinten, dreh es mal um. Ist natürlich wie bei allen Modellen gleich. Da kommt das Getriebe rein. Ich hoffe, ich sage alles richtig. Und für vorne ist, je nach Gabel, haben wir natürlich eine andere Aufnahme. Nur für Gussrädchen, so wie ich es gesehen habe, oder? Speicherrädchen können wir da nichts bieten. Was jetzt darum geht, wir wollen natürlich eben wissen, taugt das etwas? Können wir das überhaupt aufnehmen? Es ist jetzt noch nicht im Shop. Aber wenn ihr das seht, wir versprechen gar nichts. Wir wollen wissen, taugt das etwas, können wir es aufnehmen, darum bauen wir jetzt den mal um, testen das auf Herz und Nieren. Es ist zwar scheiße kalt von außen, aber zum Beispiel bremsen, da geht schon. Jetzt hoffen wir, dass das Plug and Play ist. Lasst einfach los und findet es raus. Das ist gut. Das geht's. Also wir sehen jetzt hier schön, wir haben schon das Kugellager drin, die Stanzhülse in der Mitte, auf der anderen Seite auch. Wir haben Dachs, also das haben wir so als Set komplett bekommen. Die Felge war Sandstrahlen, genau, wir haben es jetzt schwarz Pulver gelassen, wir haben alles wieder zusammengeschraubt und jetzt verbauen wir es. Okay. Ich will eine gute Nummer geben, alles gesehen. Wie heisst der, Glücksrad oder so, könnte ich auftreten. Da haben wir noch den Bremssattel. Der wird einfach hier auf die Schutzblech-Montageposition montiert. Hier unten mit dem Schlitz fahren wir noch ein. Perfekt. Und dann sollte das hoffentlich einfach so passen. So wie der Plug and Play her, alle Teile sind auch dabei. Das ist alles dabei, so. Auch einfach da wieder blankes Aluminium. Auch ist auch pulvert. Genau, haben wir auch pulvert, ja. Der Sattel ist aber so? Der Sattel ist so. Okay. Aber. Kannst du das nicht mal anschreiben? Gut, also wir haben das richtige Rad gefunden. Es sieht soweit gut aus. Es ist eine Art eine Steckhülse mit zwei verschiedenen Distanzen, wo man das Rad schön ausmitteln kann, dass das passt. Was wir jetzt hier gesehen haben, ist, dass das Schutzblech nicht dranbleiben kann. Aus dem Grund, dass die Platte sonst nicht mehr hier am Bremsnocken einhängt. So, ohne Schutzblech passt das jetzt gerade, hängt ein. Das Rad ist zentrisch, das sieht gut aus. Jetzt sehen wir mal hier Bremsankerplatte. Nehmen wir die auch Bremsankerplatte? Ich sagen, Bremsankerplatte. Ja. Die einmal sauber befestigen, gut anziehen und dann sehen wir auch, ob das schön flucht mit dem Bremssattel und dieser Scheibe. Aber so weit. Als Ergänzung, wir können natürlich Schutzblech montieren. Vorausgesetzt, man nimmt an dieser schwarzen Platte die Distanz vom Schutzblech ab. Richtig, ja. Wenn man hier die Blechstärke hier eigentlich an der schwarzen Platte noch runterfeilen, würde es gehen. Machen wir jetzt mal ohne. Ist aber gut to know. Gottverdammt, was sind das die Schraubenzieher? Togo hatet einfach die App nicht. Heidenau, was sind's? Die teuersten. 2,5 mal 16 oder so. Ich finde die Affe geil. Also für Alltagsprofil. Da kommt das Getriebe hier und aus dem Getriebe ist ja Bremsbacke. Und da ist ja nicht perfekt, aber da könnte man theoretisch die Bremsbacke drauf laufen lassen. Und auf der anderen Seite ist nachher die Scheibenbremse. Dann kannst du je nachdem, wie soft das willst bremsen, oder kannst du abwechseln. Weißt du, wie beim Paintball spielen. Das ist wie ABS. Scheibenbremse, Trommelbremse, Scheibenbremse, Trommelbremse. Okay. Es muss original sein, alles andere ist nicht gut. Weil sicherer darf man ja nicht unterwegs sein. Wenn wir beim Thema sind, natürlich nicht Strassen zugelassen, Scheibenbremsen. Aber wenn es sicherer wäre. Top gemacht, Helvetia. Es funktioniert so weit, es lässt sich montieren, es sieht auch geil aus und es ist der einzige Weg, um hin und vorne Scheibenbremsen zu haben, ohne dass du selber etwas baust momentan. Optisch gut. Also in diesem Set rein, das ist das Gute, das kommt das Rotsäge komplett. Das heisst, das kommt mit Griff, mit Leitungen, eigentlich tutti quanti, was du brauchst, oder? Die Leitungen genug lang sind, damit wir jetzt auch herausfinden, aber es sieht einmal gut aus, oder zu lang sind. Wahrscheinlich auf der Tiefenlenker, die wir jetzt hier montiert haben, wird es tendenziell ein bisschen lang sein. Also, klatschen wir das Zeug noch an, dann müssen wir Bremsflüssigkeit geben, dann müssen wir entlüften, dann müssen wir einen neuen Gas hängen. Es gibt noch viel zu tun, hä? Don't
weil also die Leitungen sind jetzt doch ein länger. Und die Leute haben sich beschwert vom Kundendienst. Ja, es ist zum Fahren nicht so unbedingt bequem, weil die Sattel relativ hoch ist, der Lenker relativ tief. Ja, aber wegen der Leitungen grundsätzlich brauchen wir sowieso einen höheren Lenker. Oder wir haben hier so ein bisschen ein Knusch. Würde auch gehen, theoretisch wirst du es auch anbringen. Es ist nicht so viel zu lang, aber es bietet sich gerade an, höherer Lenker. Fertig. So, kurzer Zeitsprung. Das Zeug ist montiert. Bremshebel hat alles gut funktioniert. Gaskabel und so müssen wir natürlich neu machen, weil wir haben ja neue Bremshebel. Kann man nicht mehr das komplette Set nehmen. Neue Züge sind dran, alles wieder angehängt. Jetzt müssen wir Bremsflüssigkeit hier tun. Togo ist hier Experte, der macht das täglich mehrmals. Der zeigt, dass es jetzt wieder geht. Der Brei hat gesagt, da hinten noch irgendwie einen Benzinschlauch drüber und auch mit Bremsflüssigkeit füllen, ja, dass keine Luft jetzt zieht. Genau, dass wenn man dort aufmacht und es zurückziehen, dass keine Luft reinzieht, sondern Bremsflüssigkeit aus dem Schlauch raus. Und dann müssen wir ja dort da immer pümpeln, dort auf und zu machen, bis die Flüssigkeit durch ist. Probieren wir es. Machen wir so. So, kommt mir blöd rein. Oder wenn du so schnell machst, nicht. Wenn alles genau im Wasser steht, sonst kann man ja gar nicht bis an den Rand füllen. Also, der Togo ist überzeugt, dass er läuft. Darum würde ich sagen, wir gehen runter. Es funktioniert gut, es verhebt alles mit, also vor allem Griff und so finde ich recht cool. Die sind angenehm, ja. Unten passt es auch, Plug and Play, so gut es geht. Mehr oder weniger, also, wenn du den Schutzblech noch montieren willst, steht noch genau. Und hinten hat es eine Passscheibe gebraucht. Also es ist, haltet sich wirklich in Grenzen, ist okay so, wie es funktioniert, wenn wir jetzt ausprobieren. Da machen wir draussen. Da lässt mich der Thomas allein machen, weil er will da in der warmen Stube bleiben und ich muss rausgehen frieren. Wenigstens begleitet mich der Freddy dort. Und wehe, das Ding springt nicht an. Also, wir sehen das draussen wieder. So, wir haben es voraus geschafft. Togo hat versprochen, er springt gerade an. Nö. Okay. Von dieser Seite müsst ihr euch das nochmal anschauen. Aussieht uns auf jeden Fall geil. Macht das Ganze ein bisschen bulliger, ein bisschen raciger. Ob es jetzt so ist, beziehungsweise ob er wirklich schön oben runterbremst, erfahren wir jetzt einfach mal schnell. Freddy! Ich muss einen Stopp hier anbringen! Ein Stopp hier! Geile Scheiße! Es verzögert echt gut. Also hinten geht schlirken, ABS ist da fehl am Platz. Vorne auch. Ich glaube, das Ganze wird sich noch ein bisschen einbremsen, wenn man da oder anständig ordentlich fahren. Aber geil. Leider, ich sage es einfach nochmal, nicht legal im Straßenverkehr, nicht zugelassen. Ich hoffe jetzt mal, wenn man das montiert und an eine Polizeikontrolle anfährt, dass dort nichts gesagt wird, weil es ist ja einfach wirklich besser. Also Verzögerung ist echt brachial. Kannst du nicht auch mal fahren? Willst du mal fahren mit deiner Kamera? Jo. Also, funktioniert echt gut. Ich bin recht überzeugt von dem ganzen System. Ich würde es aufnehmen. Ich muss es jetzt nochmal mit dem Thomas besprechen. Aber ihr schreibt es gerne in den Kommentaren. Würdet ihr das verbauen? Wie seht ihr das? Ich muss wirklich sagen, ich bin überzeugt davon. Es ist besser gegangen, als ich gedacht habe. Auch der Einbau eigentlich wirklich gut gegangen. Man sieht, man hat Felgen, man hat eine Bremsscheibe dazu, man hat die ganze Bremsleitung. Es ist eigentlich ein Komplettset, das man hier überkommt. So, es ist eine Weile gegangen. Wir haben jetzt aber den Ciao auch umbauen auf Scheibenbremsen. Und zwar ähnlich wie beim Sie wird das auch mit Bremsankerplatten sozusagen, mit, wie sagt man dem? Ja, die Standard-Dreieckplatte wird ersetzt durch die Aufnahmeplatte für den Bremssattel. Hinten eigentlich fast genau gleich, es oder? Ist oder ist genau gleich? Genau, also okay. für Sie, Ciao, Bravo. Vorne ein bisschen speziell, da haben uns zuerst ein bisschen Sorgen gemacht. Thomas, du hast gesagt, funktioniert gut beim Montieren alles? Einwandfrei. Also eben, es muss natürlich jeder selber entscheiden, verbaut er das auf die Gabeln oder nicht. Natürlich. Aber man sieht auch, Montage hat nur zu Plug and Play passt. Sehr gut. Also nur einzig da hinten die Schraube darf Mutter darf nicht vorstehen. Und wir können jetzt das so anbieten. Schwarzseidenglanz, Pulverett, alles picobello fertig, mit den Platten, mit den Felgen. Wirklich einbaufertig. Wenn du das Produkt kaufst, kannst du
rein tun, einbauen, alles schön verlegen und dann kannst du losfahren und nicht zuerst musst du noch pulvern und alles. Einzig entlüften musst du natürlich noch. Natürlich. Mit dem See haben wir mittlerweile ein paar 100 Kilometer gemacht und sind sehr zufrieden damit. Sieht nicht nur sehr geil aus, sondern funktioniert auch gut. Somit eigentlich eine gute Sache und das Zeug ist ein bisschen im Shop erhältlich, oder? Aber denkt dran, ist exklusive Sache. Es hat nicht ohne Ende. Aber für die gerne etwas Spezielles sagen, ciao oder sie oder bravo. Bravo, genau. Das wär's gewesen. Hier auch fertig. Ich hoffe, ihr habt etwas lernen können. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Tschüss miteinander.